Neben der Sprengisandur, die wir im letzten Video überquert haben, gibt es noch eine zweite Nord-Süd-Verbindung auf Island. Und die Straße befindet sich etwas weiter im Westen, ist nicht ganz so lang wie die Sprengisandur und auch nicht ganz so bergig und nicht so viele Furten sind zu durchqueren. Und auf dieser Straße befinden wir uns jetzt, die Kjalvegur oder auch F35. Also wir sind von der Sprengisandur aus einen kleinen Schlenker gefahren Richtung Westen und fahren jetzt wieder Richtung Norden, noch einmal durchs Hochland. Die letzten Tage war etwas schlechtes Wetter, wir haben ein bisschen Pause gemacht in der Nähe des Geysires und in der Nähe des Gullfoss Wasserfalls, die ihr eben schon gesehen habt. Und ja, jetzt geht's weiter. Abenteuer 2.0 auf Island. Die zweite Hochlanddurchquerung. Ab geht's! Volle Kraft voraus! Auch hier wieder mega krasse Landschaften. Deutlich grüner als auf der Sprengisandur. Definitiv. Also wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich am höchsten Punkt. Ich weiß nicht genau, 500, 600 Höhenmetern oder sowas. Das sah auf der Sprengisandur da ganz anders aus. Da war kaum Grün zu sehen eigentlich. Hier sind jetzt sogar noch Schafe unterwegs. Und überall diese Gräser, verschiedene Pflanzen und Blumen. Da unten im Tal auch richtig schön grün, kleiner Fluss, der da lang fließt. Wow, mega. Und da im Hintergrund wieder ein fetter Gletscher. Ich glaube, das müsste sogar auch der Hofsjökull sein. Ja, ziemlich sicher. Langsam kann ich mir die Namen hier alle merken. Den haben wir schon. Ja, auch von der Sprengisandur aus gesehen, allerdings von der anderen Seite. Ziemlich cool, jetzt sehen wir ihn auch noch mal von hier. Fahren wir quasi einmal komplett drumherum. Cool. Jetzt ist es nur noch ein ganz kleines Stückchen bis zu unserem ersten und eigentlich auch einzigen richtig großen Ziel auf dieser Straße. Und zwar Fjarðarfellir, glaube ich. Ich habe es gerade nochmal auf Maps.me nachgeguckt, den Namen. Aber ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube, Fjarðarfellir. WTF. Auf jeden Fall ist dort eine heiße Quelle und die wollen wir natürlich ausgiebig ausprobieren und uns da drinnen aufwärmen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen früher ankommen, dass wir danach dann noch weiterfahren. Jetzt ist es allerdings schon 5:30. Dementsprechend werden wir vielleicht da bleiben, weil da gibt es halt auch einen Zeltplatz. Den müssen wir dann natürlich bezahlen. Sonst die andere Möglichkeit wäre halt wild zu zelten, wenn man ein Stückchen weiter fährt.
Aber das wird wahrscheinlich alles ein bisschen spät und ein bisschen stressig dann. Deswegen, ja, wahrscheinlich werden wir da bleiben. Dann richtig schön gemütlich uns aufwärmen in der heißen Quelle. Dann schön kochen, schön Zelt aufbauen, ganz gemütlich da die Nacht verbringen. Das ist der Plan. Also, ja, irgendwie 4-5 Kilometer oder sowas. Dann sind wir da und dann gucken wir mal, wie es da aussieht, was uns da erwartet. Gestern richtig schön in der heißen Quelle gebadet. Das war echt super. Heute fahren wir weiter. Es ist noch ein bisschen regnerisch und ziemlich stürmisch. Aber zum Glück kommt alles von hinten. Also wir haben richtig schön Rückenwind. Trotzdem, naja, etwas ungemütlich. Aber ein richtig geiles Naturschauspiel bekommen wir hier noch zu sehen. Hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es sieht. Auf der großen Kamera sieht man es auf jeden Fall. Ein fetter Regenbogen und der ist irgendwie echt über dem Land weg. Also kein richtiger Bogen, sondern mehr so eine Regen... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Direkt über dem Boden, da hinten müssen irgendwelche Wasserfälle oder so sein. Oder es muss irgendwie regnen, keine Ahnung. Sieht mega krass aus. Morgen an diesem geilen See haben wir gestern gezeltet. Richtig schönen Ausblick gehabt. Gestern beim Kochen und beim Einschlafen. Heute relativ früh los. Ganz gut. Ist erst, weiß ich nicht, ich glaube 10 Uhr oder so, was irgendwie verhältnismäßig echt früh ist für uns auf Island. Schlafen wir sehr lange, sonst hier, weiß ich nicht. Obwohl es die ganze Zeit hell ist. Jetzt fahren wir auf jeden Fall hier ein kleines Stückchen an dem See entlang. Und da vorne, wenn man hier über diese wilden Wege kommt, ist so ein, ich weiß gar nicht, so eine coole Klippe, so ein Hang, kann man quasi sagen. Mit so geilen Felsformationen, zeige ich euch gleich. So was ist nicht auf der Karte markiert. Oder im Lonely Planet.
F35. Abgehakt. Zurück auf dem Asphalt. Jetzt geht's noch, ja, ein kleines Stückchen weiter irgendwie, ja, auf der F35, aber ja, mit Asphalt. Und dann kommen wir gleich auf der 1 wieder an, auf der Ringstraße. Und da fahren wir dann weiter Richtung Osten bis nach Akureyri. Akureyri, ne? Schwieriger Name. Die zweitgrößte Stadt von Island. 140 Kilometer ungefähr, ja, ne? 140 Kilometer, ja, in 2 Tagen wollen wir ankommen. Da machen wir dann auch ein bisschen Pause, also ja, weiter geht's. Mittagspause im nächsten Dorf angekommen. Hier gab es ja echt einen ganz guten Laden eigentlich. Tatsächlich irgendwie der günstigste Laden. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Eine Tankstellenladen. Ja, irgendwie mehr so tankstellenmäßig. Aber ja. Baked Beans und eine schöne Birne für jeden. Eine Gurke. Und irgendwelche Hörnchen. Getrocknete Tomaten und Oliven. Sehr gut. Das ist die Birne. Ja, die Birne ist zum Schluss, die ist Nachtisch. Nein. Vorspeise. Nein. Na, Island überrascht uns. Oh ja. Aufs Neue. Aufs Neue. Oh, wir haben echt nicht gedacht, dass hier Pilze gibt, weil wir nicht gedacht haben, dass hier Bäume gibt. Aber ja, es gibt Bäume, vielleicht nicht so große. Es gibt auch irgendwelche Zwergen, Birken und alles Mögliche. Wir haben heute ganz viele auf der Straßenkante Birkenpilze gesehen. Und jetzt in dem Wald haben wir ganz viele, die heißen Butterröhrlinge gefunden. Die sind gute Pilze zum Braten. Muss man den Haut entfernen und dann anbraten. Den letzten Berg vor Akureyri geschafft. Jetzt geht's die letzten, ich weiß gar nicht, 40, 50 Kilometer mehr oder weniger nur bergab, beziehungsweise ist gerade. Und wir haben sogar Rückenwind und mega krasse Landschaften. Die Berge sehen einfach so genial aus. Insbesondere nach vorne, wenn man die Sonne im Rücken hat. Mega krasse Farben. Woo!